Als Außenstehender, ich verstehe gar nicht. Ich habe dort mal gearbeitet. Was für ein Risiko muss man bereit sein? Ein Stärkerer als mich findet der Deutsche. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute haben wir eins der beliebtesten Formate überhaupt. Und zwar, wir sprechen über Überfälle, Sprengungen und all diese Themen mit Aziz als mein Gast. Der ist immer für die Sicherheit zuständig. Und wir haben hier heute auf dem Tisch zum Beispiel Cologne Watch. Was dort passiert ist, wir haben lange gewartet, bis da ein bisschen Gras drüber gewachsen ist. Heute werden wir uns das Ganze mal anschauen und mal hören, was du dazu zu sagen hast. Und des Weiteren sprechen wir auch über deine Sportkarriere, was vielleicht noch so ansteht im Zuge dessen. Von daher, wir legen jetzt direkt los. Bevor wir anfangen, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Das würde mich natürlich sehr, sehr glücklich machen. Und am Ende, wir haben gesehen, dass über 85% der Leute keine Follower sind. Und ja, wenn ihr es verpassen wollt, dann ist jetzt der Zeitpunkt da, ein Abo dazulassen. Der erste Clip kennt ihr wahrscheinlich alle. Und zwar, es geht um London. Ist absolut, also London, ich würde Paris, London und ja, Madrid sind so die Städte, in denen ich auf gar keinen Fall eine Uhr tragen würde. Also ich kenne das Video nicht. Nee, also wir können ja mal gerade reinschauen. Aber ich war schon 4 oder 5 Mal in London. Aber Italien ist auch echt. Italien ist auch Wahnsinn. Italien ist schon aber heftig. ich sag dir, London die sind da auf den Rollern krass unterwegs. Und zwar hier haben wir jemanden aus Kuwait, der ist mit seinem Bugatti unterwegs. Und mal schauen, was passiert. Aber muss man sagen, guck mal, mit dem Hammer haben die die Scheibe nicht kaputt bekommen. Und dann Das ist schon heftig, ne? ja, am Ende, ich meine, diese Rollergangs sind in London tatsächlich schon sehr berüchtigt, aber guck mal, die Scheibe ist nicht kaputt gegangen, ne? Gutes Auto. Teuer, ne? Ja, was sagst du? Also, wenn man jetzt unterwegs ist im Auto, normalerweise in so einer Situation, was kann man machen jetzt? Also, was ich meiner Frau zum Beispiel immer sage, immer Türen abschließen. Ich meine, heutzutage die neuen Autos, weißt du, wenn du losfährst, die schließen ja von alleine ab. Aber die haben sie auch dumm gemacht. Eigentlich hätten die den eigentlich nur verfolgen müssen, warten müssen, dass er aussteigt. Ganz einfach, abnehmen. Aber so war das schon sehr dumm gemacht. Aber was ich immer empfehle, die Türen abschließen. Manche haben ja das ja automatisch drin, manche nicht. Aber sogar ich, weil ich habe mein Portemonnaie, ich habe ein riesen Portemonnaie. Den habe ich so im Auto liegen, mein Handy liegen. Stelle vor, einer greift dran und ist weg. Ich bin ja auch nicht Usain Bolt, aber ich bin ja kein Sprinter. Ja. Ich hatte jetzt einen Fall noch ein Kunde hatte mich kontaktiert aus Meerbusch, ein bisschen älterer Herr, kam über einen Kontakt und ihm wurde er ist in seine Tiefgarage gefahren, ist aus der Tiefgarage rausgegangen und dann wartete schon eine Dame auf ihn. Die hat ihn dann nach der Uhrzeit gefragt und Dings kam so nah, hat dann seine AP abgenommen. Hat er es nicht gemerkt? Nee. Erst als er oben war. Guter Zeitpunkt, erst als er oben war. Also hier man muss sagen, hier, gerade Düsseldorf und all das, es wird schon auch Im Meerbusch ist das nicht der Einzelfall. Im Meerbusch ist schon jetzt insgesamt in den letzten 4-5 Jahren schon mindestens 4 Mal vorgekommen, 3-4 Mal, dass die Leute auf der offenen Straße ausgeraubt wurden. Manche mit Gewalt und manche halt so Trickbetrüger. Ne? Letztes Mal habe ich den Fall gehabt, da war ich mit meiner Frau in der Stadt gewesen und da wollte einer Geld von mir haben und keine Ahnung, ich habe dann mein Portemonnaie aufgemacht, habe ihm dann Geld gegeben und beim Bedanken wollte er mir so in die Hand reingreifen, so danke, und ich habe die Hand weggezogen. Also ich hatte hier die AP an, ne, goldene, hat er mir wirklich in die Hand reingegriffen und dann sagt meine Frau, hast du eine Uhr noch? Ich sage, ja, alles gut. Also beim Geld nehmen hat er mir wirklich in die Hand reingegriffen und ja klar, die beobachtet ja. Du läufst jetzt auf der Straße mit einem dicken Portemonnaie und hast eine goldene Uhr an und er kommt und fragt mich nach Geld. Ne? Und ich habe ihm mit der rechten Hand gegeben und er wollte halt so an meine Hand ran und so Danke sagen. Ne? Hast du schon mal Pfefferspray abbekommen? Ja, 2-mal. Und? Ja, es schmeckt. Ja, aber ist es auszuhalten oder? Nee, ist echt hart. Sehr hart. Aber würdest du dann auch sagen, Pfefferspray mal bei sich zu haben, ist eine Option? Wirkt 110%. Also es wirkt 100%. Nur, man muss sich auch bewusst sein, stell dir mal vor, ich bin jetzt ein Typ, würdest du mich ausrauben, würdest du jetzt 2-mal belegen. Dann gibt es halt die Trickbetrüger, ne, die die Hand reichen, wie die Frau mit dem Typen und die Uhr ist weg. Obwohl ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann, wie will man mir diese Uhr wegnehmen hier? Aber bei dem Typen hat das mit dem Verschluss auch geklappt. Das meine ich, aber guck mal, bei mir jetzt, ja? Guck mal, bis ich den hier rausnehme. Sie hat das hinbekommen. Das ist die Sache, wo ich mich immer wundere, wo ich sage, aber auf jeden Fall fremden Leuten würde ich gar nicht die Hand geben. Mach mal Faust. Und also ich sag ja, ich gebe dem Typen Geld und er will mich als Bedankung mir in die Hand reingreifen, habe ich meine Hand weggezogen. Und allgemein, jetzt wenn man im Urlaub ist und so weiter, würdest du sagen, jetzt gerade solche Hauptstädte sollte man... Also du hast keine Chance. Ich habe ein Video mal gesehen, ich weiß nicht, ob wir das zusammen geguckt haben, auf offener Straße im Café. Ist auch so ein Motorradfahrer, hat die Waffe gezogen, dem am Kopf gehalten. Das Café war voll, hat ihm eiskalt die Uhr weggenommen. Da könnte ich ja auch nichts mehr machen.
Was soll ich denn da machen? Hast ja keine Chance. Also da würde ich echt sagen, ich bin zum Beispiel letztens geflogen mit der Explorer von Marc Gebauer. Die kosten halt 9.000 oder 10.000. Dann denke ich mir so, okay, besser 10 weg anstatt sowas. Ja, zu dem Thema haben wir natürlich auch noch was. Und zwar zum Thema Waffe. Das ist einer der krassesten, finde ich jetzt. Also da müssen wir mal genauer hinschauen. Und zwar hier ist jemand einfach auf dem Weg. Das ist in Amerika. Der fährt einfach, hat so eine Dashcam. Steht er hier an der Ampel. Take it off! Hurry up! Take it off! Take the watch off! I'll show you! I'll kill you, motherfucker! Okay. Mine! Okay. Guck mal, was ich mich da mal frage, ne? Der muss doch wissen, dass er eine Uhr hat. Verstehst du? Also, das kommt doch nicht einfach so. Es kann doch auch sein, dass eine Fake ist oder dass es eine Schrottuhr ist. Oder aber du siehst ja auch so ein junger Typ, der hat ein schönes Auto. Ne? Und heutzutage, du weißt ja selber, junge Leute mit einem schönen Auto, daran siehst du ja schon, der hat Geld. Entweder hat es spekuliert oder hat es gesehen, keine Ahnung. Also was will er da machen? Gar nichts. Gar nichts, ne? Also was ich zum Beispiel mache, nicht um unhöflich zu sein, wenn mich die Polizei, das habe ich schon 2-3 Mal den Fall gehabt, nachts Polizei angehalten, ja, dann mache ich wirklich nur so einen Spalt auf. Sag ja bitte, ja, einen Ausweis. Können Sie den Fenster ein bisschen tiefer machen? Ich so, ne, warum? Ich höre Sie doch. Dann gebe ich meinen Ausweis. Aber ist halt brandgefährlich, er hält eine Waffe rein. Also er hatte tatsächlich jetzt noch so eine Marke, so eine Polizeimarke um. Das ist, ja, aber das eine war halt, sein ganzes Gesicht war verdeckt, ne? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich so der Gefahr bewusst ist und dass man wahrscheinlich feste Routinen, ne, dass man sich dazu konditioniert, einfach den Spalt nur ja, das habe ich schon öfter gemacht. Ich wurde angehalten, auch von Zielpolizei oder so, dann habe ich wirklich einen Spalt gemacht, ja bitte, und dann guckst du kurz. Wirklich nur ein Spalt, mehr brauchst du nicht. Bei einer Polizei, die haben nicht das Recht zu sagen, jetzt steig aus. Er muss erst mal fragen, worum geht's denn? Ja. Und du siehst ja bei ihm, der verdeckt ja sein Gesicht. Und normale Polizisten verdecken nicht ihr Gesicht. Okay. Aber da muss man sagen, bringt auch das Kämpfen tatsächlich nichts. Nein, ach, kannst du der stärkste Kampfsportler der Welt sein, du hast ja keine Chance. Die Frage ist es das Risiko wert? Nee. Oder stell dir vor, er wird jetzt Gas geben und in dem Moment drückt er ab oder so, lieber abgeben. Das hätte zum Beispiel wäre jetzt noch so eine Sache, wo ich sage, was ist denn mit Gas geben? Auch mit dem Typen jetzt im Bugatti. Soll er nicht einfach Gas geben? Der hat ja Gas gegeben, der Bugatti. Ja, der ist ja weggefahren. Ja. Nur bei ihm, der hat jetzt wirklich die Knarre am Kopf. Die Frage ist, das ist wirklich so ein Moment, wo du so eine Starre hast, so ein Schockmoment, weißt du? Und da kann man nie sagen, fahr weg. Auch wenn er das jetzt vorhätte, in dem Moment ist das so eine Schockstarre. Ja, zum Thema Schockstarre, das Video, das auch durch die Social Media gegangen, das ist echt verrückt. So, und zwar hier, das ist auch so ein Secondhand-Laden. Helllichter Tag, du siehst, die Leute gehen vorbei. Guck mal. Ja. Guck mal, nix. Aber wie krass ist das bitte? Guck mal da, einfach so. Nein, wie krank sind die Leute? Weißt du, wie krank sind die Leute, dass sie gar nichts machen oder wenigstens anrufen, weißt du? Du siehst ja, die spazieren ja einfach weiter. Aber also ich meine, guck mal da. Das kommt mir so vor, als wäre einfach, also wenn man sowas macht, als würde einfach keiner irgendwas helfen. Niemand wird helfen. Ja, deswegen haben die immer so ein Zeitfenster. Die sagen dann halt einfach, boah, knallhart rein, raus. Die nehmen sich ein Zeitfenster von 2 Minuten, 3 Minuten, dann sind die weg. Also ich muss sagen, das war einer der Clips, wo ich gesagt habe, wenn du schon am helllichten Tag, guck mal hier, da sagt, guck mal, keiner. Die gucken wie Gaffer und marschieren weiter, ne? Unglaublich. Du siehst ja keinen einzigen, der jetzt mal anruft oder so. Aber jetzt, sagen wir mal, nur mal theoretisch, okay? Nur mal jetzt ganz theoretisch. Wenn du jetzt an der Stelle draußen stehen würdest, oder auch mir, sagen wir, ich stehe draußen, was würdest du mir raten in so einer Situation, als Passant, wenn jetzt die Leute zusehen, vielleicht sehen die was, dass überfallen wird und so, was soll man machen? Als allererstes sofort die Polizei. Musst du ja, also du musst ja reagieren. Jetzt, wenn ich sagen würde, ja, du mach was, na, auf gar keinen Fall. Willst du dein Leben riskieren? Nee. Das sagt sogar die Polizei. Wenn sowas passiert, die haben Waffen in der Hand, auf jeden Fall, da kannst du nicht einschreiten. Hast gar keine Chance. Am Ende kämpfen ist immer dann so eine Sache, ne? Ist schwierig. Du weißt nicht, was sie dabei haben. Bevor wir jetzt mit dem letzten Video anfangen, ganz kurz, weil wir das Thema Kämpfen gerade haben. Du hast zu mir gesagt, du willst nochmal loslegen. Ja klar, ich will nochmal kämpfen, klar. Also normal, du kämpfst immer an meiner Seite. Ja, das sowieso. Aber ich bin oft blockiert worden. In Deutschland habe ich nie so die Gelegenheit bekommen, der letzte Kampf, wann war der letzte Kampf? Der letzte Kampf, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Der letzte Kampf von mir war 2019 gegen Brasilianer. Gegen Rodrigo Carlos. Ne? Ja. Und davor habe ich den Christian Eckering herausgefordert gehabt. Ja, ist auf Social Media, ne, sieht man sehr viel. Der hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, lädt da auch sehr aktiv hoch und macht da auch viel Content. Ja, Christian ist ja echt so ein Magnet. Also er ist sehr erfolgreich, im Sport erfolgreich, ist ein sehr guter Kämpfer, ein sehr guter Sportler. Er war ja früher auch Fußballprofi gewesen. Ich kenne ihn auch, wir grüßen uns, wenn wir uns sehen.
Und ich hatte ihn ja auch damals herausgefordert gehabt. Und es gibt ja auch ein Video von mir im YouTube bei MMA Talk mit dem Ilias. Und davor habe ich ihn herausgefordert bei GMC. Und von Dennis und Özcan hatte ich die Zusage gehabt, gegen ihn kämpfen zu. Wann war das? Das war kurz bevor ich gekämpft habe, also 2019 war das. Okay. Habe ihn herausgefordert, leider kam gar nichts. Sein Management hat da nicht reagiert, die waren total gegen den Kampf und. Und ich mache es ganz kurz, also es gibt gar keinen Grund, Nein zu sagen. Jeder kann sich selber überlegen, was für einen Grund kann es geben. Ich glaube, ich bin einer der ganz wenigen, die gegen die Besten gekämpft haben in Deutschland. Ich war in Europa die Nummer 7. Also jetzt, wenn einer sagen würde, der Aziz ist uninteressant, dann würde ich sagen, guck mal, 2000 habe ich in Russland gekämpft, gegen Maxim Tarasov. Dieser Mann war zweifacher Weltmeister, ohne Handschuhe. Ich habe gegen Jan Blachowicz gekämpft, der war bei UFC Champion. Ich habe gegen Jan Blachowicz gekämpft, ein Name. Ich habe Jay Silva, der von der UFC, ein UFC-Veteran, habe ich K.O. geschlagen, 1,30 Meter. Ich habe den, auch einen UFC-Veteran, einen Bellator-Veteran, den Michael Falcao, in 30 Sekunden ausgenommen. Dieser Mann hatte 40 Kämpfe. Da kann mir keiner in Deutschland sagen, ich hatte solche Gegner. Wie viele Kämpfe hast du denn insgesamt? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Nee? Okay. 20, weiß ich gar nicht. Also, Okay. wenn man jetzt sagen würde, gegen wen hast du gekämpft? Jetzt gucken wir mal die deutschen Kämpfer, gegen wen habt ihr gekämpft? Da wird es ein bisschen dünn für die Jungs. Ne? Und deswegen sage ich habe es verdient, gegen ihn kämpfen zu können. Und wenn die jetzt sagen würden. Also, aber bei ihm steht jetzt was an. Bei Ja, Christian ich habe gesehen, Octagon 49 in Köln findet jetzt statt. Ich weiß nicht, ob er einen Gegner hat oder nicht. Ich würde sehr gerne. Die würden doch kein Event announcen. Meinst du, das ist jetzt noch unklar? Weiß ich nicht. Also ich habe keinen Gegner gesehen, ich habe nichts gehört. Okay. Also ich würde gegen ihn sehr gerne kämpfen. Falls er einen Gegner haben sollte, dann die nächste Veranstaltung. Aber wenn der Gegner, da muss er spannend aussehen. Ja, das ist die Sache. Also die letzten Gegner, Christian ist ein super Sportler, ist auch wirklich ein erfolgreicher Sportler. Aber ich muss auch ein bisschen Kritik reinbringen, weil seine Gegner, ich habe mir ein paar Sachen notiert, seine Gegner haben mich nicht so überzeugt, weil der letzte Gegner hat normalerweise bis 70 Kilo gekämpft, bis 70 und hat gegen Eckerling, ich glaube bei 77 oder 84 gekämpft. Davor hat er einen griechischen Gegner gehabt, der halt nur im griechischen Raum gekämpft hat. Davor hat er in KSW gegen einen gekämpft, der eine Niederlage hatte in KSW und gegen ihn gekämpft hat, wo der Eckerling ihn nach Punkte besiegt hat. Ich habe da schon ein bisschen mehr vorzuweisen. Ich habe, wie gesagt, gegen einen Mamed Khalidov gekämpft, der oft einen UFC-Vertrag weggeschoben hat, ja. Und ich glaube, die deutsche MMA-Szene, es gibt nicht eine einzige Person, die sagen würde, wir wollen den Kampf nicht sehen. Ich gegen Eckerling. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sag mal so, aus der Social-Media-Welt kann ich dir direkt sagen, also meine Bekannten und so weiter, also wir werden alle da. Ich sage dir, ich würde am liebsten jetzt kämpfen, in 3 Monaten. So, das einfach ist auch, so? Ja, natürlich. Das ist ja auch die Vorbereitungsphase, 3 Monate. Mehr brauchst du nicht. Eckerling ist jünger als ich, fitter als ich. Ist auch im Kampf geschehen. Ich habe schon länger nicht gekämpft. Er hat mit Sicherheit Vorteile gegenüber mir, mit Sicherheit. Er ist auch ein fitter Typ. Und er ist Der ist 36, ich bin 46. Er ist halt ein sehr fleißiger. Das schätze ich auch an den deutschen Kämpfern. Die sind meistens fleißig, diszipliniert. Ne? Aber es gibt keine einzige Ausrede, die ich akzeptieren könnte, wenn man sagen würde, entweder diesen, Octagon 49, oder im nächsten zu kämpfen. Was für, was für einen Grund kann es geben? Wenn jemand sagt, ja, du hast lange nicht gekämpft, dann sage ich, okay, ich habe dich 2019 herausgefordert. Warum kam nichts? Ja. Das ist jetzt wie viele Jahre? 4 Jahre. Vor 4 Jahren. Es gibt keinen Grund. Weil die meisten MMA-Kämpfer sagen, ja, wir kämpfen für die Zuschauer. Nein, also ich würde sagen, also wenn ich eine Veranstaltung mache, bei mir wird es jetzt, also ich habe jetzt keine Ahnung, aber ich würde rein wie viele Leute kommen, was für Leute kommen, ist interessant, wollen die Leute es sehen. Nein, einen heftigeren Kampf kann es nicht geben, weil Eckerling ist ein super Sportler, ein guter Kämpfer, der ich glaube, er hat jetzt 9 Kämpfe, ist er unbesiegt? Stark. Ja, stark, natürlich. 9 Kämpfe unbesiegt und dann kommt einer wie ich, der international gekämpft hat und sehr erfolgreich gekämpft hat. Ich habe gegen Mamed Khalidov im Finale gekämpft bei KSW und habe ihn eigentlich besiegt, haben mich zwar nach Punkte verlieren lassen, aber wie gesagt, es gibt keinen einzigen Sportler in dieser Gewichtsklasse, der sagen kann, gegen Aziz zu kämpfen ist uninteressant. Okay. Da kann ich nur sagen, das ist eine Ausrede. Also wenn sein Management sagt, oh nee, wollen wir nicht, das ist eine Ausrede. Deswegen fordere ich Social Media, die ganzen MMA-Freunde auf, mich zu unterstützen und das zu fordern. Die sollen fordern, Aziz gegen Eckerling. Okay. Weil, warum möchte ich gegen Eckerling kämpfen? Ist ein Top-Typ, ist ein sympathischer Typ. Wenn ich sehe, wie gesagt, ich grüße ihn. Also ich nehme nie etwas persönlich. Für mich ist er sehr interessant als Sportler, als Mensch und halt auch Social Media ist er auch sehr erfolgreich. Und das würde halt ihn viel bringen und mir viel bringen, weißt du? Also wir können auf jeden Fall, also ich sag mal so, alle Leute, die das Video schauen, schreibt gerne was unter unsere Videos, schreibt auch gerne was unter seine Videos und dann müssen wir was hören. Da müssen wir was hören. Ja, auf jeden Fall. Christian, lass es bitte machen. Du bist ein Top-Sportler und ich glaube, ich bin der Einzige, der es verdient hätte, gegen ihn zu kämpfen, weil wenn er mir oder wenn sein Management sagt, wir bringen einen Stärkeren als Aziz, dann akzeptiere ich. Sag ich, okay, Respekt.
er kämpft gegen einen Stärkeren. Aber ich sage, einen Stärkeren als mich findet er in Deutschland nicht. Abus Magomedov ist bei der UFC, er ist weg. Abus ist ein top starker Typ. Roberto Soldic, bombenstarker Mann, der ist nicht in Deutschland. Wer bleibt übrig in der Gewichtsklasse? Auch so jetzt, wenn ich so sage, ne, meine Freunde, Bekannte, wenn wir da hinkommen und so, wir machen das schon. Wird bestimmt eine gute Veranstaltung. Christian ist ein guter Sportler und ich denke auch, er ist auch ein guter Geschäftsmann, muss man dazu sagen. Okay. Top-Geschäftsmann. Und ich denke auch, dass er schlau genug ist und sagt, boah, gegen Aziz wäre schon ein geiler Kampf. Ja, von daher schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr euch den Kampf wünscht, ob ihr zuschauen würdet. Ne? Man kann dann natürlich auch vor Ort kommen. Wir werden da sein, ich werde da sein, er wird natürlich da sein. Und schreibt auch gerne beim Eckerlin unter die Videos, dass ihr den Kampf sehen wollt. Und dann, wenn Gott will, kriegen wir den Kampf. Wäre top. Wir kriegen den Kampf. Jetzt machen wir weiter mit unserem letzten Halt. Und zwar ein Thema, was natürlich gerade jetzt, ich habe dort mal gearbeitet, von daher ist ein heftiges Thema. Heutzutage, wir haben jetzt nicht so viele Überschneidungspunkte, darum, ja, wir haben bis jetzt noch nicht darüber geredet, weil ich auch jetzt da nichts vorwegnehmen wollte. Und zwar vor 5 Monaten ist bei meinem alten Arbeitgeber in Köln, hast du auch mitbekommen, ja, klar, ist etwas gesprengt worden. Also also neben der Eingangstür. Und das ist absolut, also sowas habe ich, also diese Aktion, ich sag dir, als Außenstehender, ich verstehe gar nicht. Weil die Sache ist, das macht gar keinen Sinn. Wir können einmal reingucken. Und zwar, das ist jetzt die Stellungnahme. Das ist eine erfreuliche Nachricht, wie die meisten schon mitbekommen haben. Das ist der Apo, der ist Abdullah, der ist zuständig für Köln. Den Laden hochzusprengen. Also ich habe keine Ahnung, was er da versucht hat. Gehen wir mal darüber? Wir dürfen darüber. Ja, genau. Wir haben jetzt 9:30. Ich glaube um 4:30 Uhr. Ich war um 4:45 Uhr sogar. Ich war relativ schnell da. Aber da war die Polizei schon. Ja, hier vorne sieht man die Zündschnur. Zündschnur. Wir haben das hier komplett. Also wir wussten schon, dass sie da was ganz Heftiges detonieren, ne? Ja, aber die Sache ist rein logisch. Jetzt, guck mal, rein logisch. Du weißt doch, Nachtdekoration. Du weißt doch, da gibt's, okay, du siehst ein paar Uhren, aber du weißt doch, da ist nichts. Also wir können mal gucken, die haben das nicht bei der Tür gemacht, die haben das bei der Wand gemacht. Also wenn wir mal hier vorspulen, die reden noch so ein bisschen darüber und dann sieht man hier so ein paar Bilder, wie das aussieht. Ja, ist schon heftig, ne? Also, Ey, das ist, ich sag dir, sowas habe ich. Guck mal, du machst den sichersten Laden, du machst Schleuse, du machst alles. Was willst du machen? wie ein Terroranschlag. Ja, das ist Terroranschlag. Also wenn da ein Mensch vorbeigegangen wäre, der wäre tot. 100%. Ja, das ist eine ganz heftige Detonation. Also hier, da durften die, glaube ich, dann noch nicht rein. Wir spulen mal ein bisschen vor, da sieht man dann, wo dann wirklich der Eingang ist. So, hier ist die Eingangstür, ne? Also hier ist das Rolltor und das hier ist eigentlich nur eine Betonwand. Ja, ich war ja selber schon oft Ja. da gewesen. Hör mal, was? Aber sag mir mal bitte, wer macht sowas? Wir haben ja schon darüber gesprochen, es ist tatsächlich eine total sinnlose Aktion, weil im Schaufenster sind dann halt irgendwelche günstigen Uhren, also die teuren Uhren sind dann bestimmt im Safe oder so, aber Ja. das kannst du ja nicht auf die Schnelle knacken, also du Aber kannst guck ja mal. auch keinen riesen Safe mitnehmen. Aber guck mal, Sprengstoff besorgen, das ist schon eine Nummer. Das machst du einfach nicht mal so, oder? Das sind Profis. Also Aber in der Profis, Hinsicht, aber dann sowas. aber dann so eine dumme Aktion zu machen, ist schon CC? nicht schlau. Okay, Überhaupt warum nicht hast schlau, du- nein. Nein, ich wollte nur nicht. Aber daran kannst du schon mal sehen, zu was die Leute alles bereit sind. Was Das für eine ist, Gefahr guck mal, das dahinter ist steckt. das, was ich mir denke. Wie bereit müssen die Leute sein, die sagen, pass auf, lass uns mal davon ausgehen, wir ziehen da jetzt von mir aus 200.000 Euro an Uhren raus. Was für ein Risiko muss man bereit sein einzugehen? Lass doch mal 1/2 Million sein, aber wie viele Leute sind daran beteiligt? Da müssen ja mindestens 3 Mann beteiligt sein. Da muss ein Fahrer sein, da müssen 2 Personen sein. Also zu dritt, teil doch mal jetzt 1/2 Million zu dritt, ist nicht wenig Geld, aber für das Risiko lohnt sich das doch nicht. Für so eine Aktion kriegst du doch 10 Jahre. Aber warum, also bekommst du das auch mit, dass einfach die Gewaltbereitschaft steigt? Warum passiert sowas? Was ist der Grund deswegen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sind die Leute hungriger? Also Ein Aspekt ist auch noch, wie ich habe schon mal erwähnt, also geh mal in eine Bank rein und raub mal eine Bank raus. Wie viel Bargeld soll da rauskommen? Bankausraum? So Bringt ja geht gar nicht. nichts. Nee. Also, momentan ist echt ein Hype in den Luxusuhren und da sollte man nicht aufpassen, aber ich weiß nicht, was sie sich dabei erhofft haben, weil, wie du schon gesagt hast, eine ganz dumme Aktion, das Hauptgeld oder die teuren Uhren sind im Safe. Wofür? Also wir haben auch noch mal, die haben noch mal später ein Video hochgeladen, hier sehen wir noch mal den Eingangsbereich, die ganze Wand ist weg. Die Tür tatsächlich ist noch intakt, diese Sicherheitstür, die Schleuse. Ne? Schleuse sehr, sehr wichtig, jeder Juwelier oder der teure Sachen hat, auch wir werden mit einer Schleuse bei uns im Ladenlokal arbeiten. Ja, Wahnsinnsaktion. Man sieht auch später hier noch, hier innen drin, ne? Das ist schon eine heftige Detonation gewesen, also wie gesagt, die haben ja viel in Kauf genommen. Ja,
Da sind auch die Uhren, kann man auch noch sehen, dass die Uhren hier durch die Gegend geflogen sind. Das hier war so die Marke, die da geklaut wurde. Romain Jerome. Es ist eine Marke, die gibt es heute nicht mehr, die sind insolvent oder die Marke gibt es halt so nicht mehr. Die sind durch die Gegend geflogen. Auch wenn du jetzt sagst, ne, guck dir das mal an. Also die haben ja wirklich alles riskiert. Also wie gesagt, wenn ein Mensch vorbeigelaufen wäre, wäre der tot. Ja, wir gehen mal rüber zu dem anderen Ausschnitt. Und zwar hier sieht man die Überwachungskamera, was da dann los war und was für eine Wucht da. Guckt jetzt mal. Ja, das ist schon echt heftig. Ne? Das ist schon extrem. Sieht aus wie ein Terroranschlag. Also, wie gesagt, die sind auf 100% gegangen, die wollten da unbedingt rein. Aber die Sache ist halt, was haben die mitgenommen? Ne? Nichts. Ja, der Schaden ist halt höher, ne? Aber vor solchen Sachen kann man sich am Ende wahrscheinlich nicht... Wie willst du dich denn davor schützen? Das Einzige wäre, wenn da nachts Security ist. Aber du siehst ja nachts Security, es gibt solche Sachen, da fahren die mit dem Auto vorbei, ja. Dann sitzen die im Auto, gucken, der ist weg und dann ziehen das trotzdem durch. Das kannst du nicht verhindern. Also wirklich eine Wahnsinnssache. Auch nochmal zur Abwicklung. Ihr wisst ja, wir machen bald ein Ladenlokal auf. Am Ende, wir werden dort, natürlich unser Fokus wird auf Parfum sein, auf Bekleidung sein. Wir werden dort eine Möglichkeit bieten, Uhren abzuholen, die natürlich vorher bezahlt sind, aber wir werden dort vor Ort jetzt keine Uhren in dem Sinne lagern. Es wird auch nach wie vor ein bargeldloses Unternehmen sein. Wir werden auch das Uhrengeschäft auf dem Online-Standpunkt lassen. Wenn jemand unbedingt es vor Ort abholen möchte als Pickup, dann kann man das mit Security, die wir sowieso hier haben, gestalten. Aber ja, es nimmt immer weiterhin zu. Ja, wir werden ja trotzdem auch einen Sicherheitsmann haben. Immer. Ne? Das wird auf jeden Fall am Ende bei dem Ladenlokal, du weißt ja, die Jugendlichen, da muss auch jemand für ein bisschen für Ordnung sorgen, ne? Gucken, dass alles okay ist, dass die Leute nicht nur reinkommen, ein bisschen Orange Flamingo drauf sprühen und dann wieder rausgehen. Aber von daher, ne, das werden wir jetzt so im Ladenlokal nicht so verfolgen. Aber natürlich, dabei ist Cologne schon sehr sicher, ist schon sicher, hat schon eine Schleuse, hat schon Sicherheitsglas. Ja. Und trotzdem starten die so eine Aktion. Ja, Gott sei Dank, dass es jetzt nicht tagsüber war, dass die jetzt komplett da durchdrehen und da so einen Anschlag machen. Das sind dann südafrikanische Verhältnisse. Ja, klar. Das wäre dann, wo du sagst, ne, tagsüber... Die gehen über Leichen, also ja. Ne, Südafrika oder Südamerika, diese Orte. Aber jetzt schon, du siehst ja mittlerweile England, Italien, die halten eine Waffe am Kopf. Mhm. Was sind das für Zustände? Und das am helllichten Tag. Also daran kannst du schon sehen, die Gewaltbereitschaft steigt immer mehr. Ich war letztes Mal in der Stadt gewesen und da waren ein paar Jungs so vom Nachtleben, ne, die auch immer so schön dicke Uhren haben. So, und dann gucke ich, hat keiner eine Uhr. Nee. Kein einziger. Ich sag, was ist los? Ich sag, ja, Bruder, nachts in der Stadt und so. Nee. Und ich mit so goldener AP, ich hab so, boah. Ja. Nee, wirklich? Ja, hat keiner angehabt. Aber was ich empfehle ist, wenn man jetzt wirklich in ein anderes Land geht, einfach eine günstige Uhr anziehen. Ja. Ich habe auch schon mal hier G-Shock angezogen. Casio ist eine sehr gute Alternative. Sehr schöne Sieht gut Uhr. Aus. Ich habe die in grün mit dem gelben Ziffernblatt. Ja. Mit der bin ich geflogen, mit der Explorer bin ich geflogen. Die Explorer fällt nicht so auf, weißt du? Am Ende, man muss darüber nachdenken, wir hatten auch schon mal, denk mal an den, der bei uns den Innenausbau gemacht hat. Der hatte zum Beispiel mal einen Geburtstag, man hat mit vielen Leuten gefeiert in der Innenstadt und hatte dann für sich tatsächlich Security gemietet, weißt du noch? Richtig. Also er hatte seine AP dabei, ihm wurde tatsächlich in der Altstadt auch eine Uhr geklaut, GMT Master in Stahl-Rosé-Gold. Mhm. Da kam jemand, hat ihm nach Feuer gefragt und er hatte uns weggelaufen. Weißt du noch, auf der Kür war auch einer, der mit einer Richard Mille, die war 500.000 wert. Nee, Richard Mille gab es verschiedene Fälle. Eine war noch ein bisschen teurer und eine war ein bisschen günstiger. Da war auch so ein Hit and Run. Wir haben genommen und sind abgehauen. Ja. Also von daher, Leute, passt auf euch auf, trifft gewisse Vorkehrungen im Auto. Ja. Pfefferspray ist immer eine gute Sache vorbereitet, nimmt es in der Tasche mit, vielleicht in der Aktentasche oder sonst in der Tasche. Das kann man sagen. Ja, dann und schauen wir mal. Nachts sollte man halt nicht so viel alleine unterwegs sein. Ne? Also wenn man jetzt mit 2, 3 Mann ist, schreckt auch immer ab. Ja. Es werden ja meistens Personen angegriffen, die alleine sind. Ja, das stimmt. Von daher, ja Leute, das war das Video. Vielen Dank fürs Einschalten und dann schauen wir mal, was wir vom Eckerlin hören. Hat wie immer Spaß gemacht. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sind wir raus für heute. Ciao.